Herzlich willkommen bei TM Parts. Clever reparieren statt teuer neu kaufen. Heute sind wir in einem 3er BMW E90 und ich zeige euch, wie man den Controller aus der Mittelkonsole ausbauen kann. Häufig passiert es, dass die Drückfunktion gar nicht mehr oder nur noch sporadisch funktioniert. Die Anleitung zur Reparatur findet ihr auf meinem Kanal. Wenn ihr euch den Ausbau oder die Reparatur nicht selbst zutraut, biete ich euch einen professionellen Reparaturservice mit Garantie an. Die Reparatur kann in Laden oder Oberhausen stattfinden. Gerne könnt ihr auch den Controller ausbauen und per Post zu mir senden. Ihr dürft mich gerne kontaktieren. Als erstes öffnen wir das Fach der Mittelkonsole. Beim Automatikmodell einfach in die Wahlhebelverkleidung greifen und hochziehen. Beim Schalter könnt ihr in den Schaltsack greifen und ihn dann hochziehen. Danach in die Mittelkonsole greifen und fest hochziehen. Nun kann man die Mittelkonsole komplett lösen. Anschließend kann man das Kabel des Controllers einfach herausziehen. Der Controller ist auf der Unterseite mit 4 20er Torx-Schrauben befestigt. Diese lösen wir jetzt. Nun kann man den Controller wie im Video entnehmen. Nachdem die kalten Lötstellen nachgelötet wurden, wird der Controller wieder in die Mittelkonsole gesteckt. Die 4 20er Torx-Schrauben wieder hineindrehen. Den Stecker anstecken, danach die Mittelkonsole nach unten drücken. Zum Schluss noch die Verkleidung vom Gangwahlhebel einstecken. Der Controller ist nun wieder eingebaut. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Für weitere Videos kannst du den Kanal kostenlos abonnieren.